Hi, wir sprechen heute über 3 Grundregeln in der Behandlung von Konsonanten. Das wird einige Probleme lösen, von denen du vielleicht gar nicht wusstest, dass sie mit Konsonanten zusammenhängen. Du wirst eine saubere Intonation bekommen, du wirst hoffentlich nicht mehr so oft schleppen und du wirst deine Stimme freier und müheloser benutzen. Nach diesem Video wirst du wissen, warum es wichtig ist, seine Aufmerksamkeit manchmal weg vom Vokal auf den Konsonanten zu richten, welchen Nutzen die Konsonanten haben und welche Gefahren sie bergen. Und wenn du diese Tipps umsetzt, wirst du zu 100% ein besserer Musiker und Sänger werden. Ich bin seit über 25 Jahren als professioneller klassischer Sänger tätig und unterrichte seit ca. 15 Jahren auf Musikhochschulebene Sänger aller Stimmfächer und aller Level. Was ich dir hier erzähle, ist also praxisgeprüft und für gut befunden und dient einzig und allein dazu, dir zu helfen und deinen Gesang vorwärts zu bringen. Fangen wir an mit dem ersten Thema: Konsonanten vorziehen. Das habt ihr wahrscheinlich schon oft gehört. Ich sage es meinen Studenten bestimmt jede zweite Stunde, darauf zu achten, dass man die Konsonanten vor der Zeit bringen muss. Was dies bedeutet, zeige ich euch einmal ganz kurz in diesem kleinen Beispiel. Schubert möge es mir verzeihen, ich habe die Fahrt zum Hades ausgewählt, einfach aus dem Grund, dass in der ersten Phrase vor jedem Vokal ein Konsonant steht. Der Nachen dröhnt, Zypressen flüstern. So, wahrscheinlich habt ihr es schon gehört. Ich habe es ein bisschen übertrieben, aber eigentlich muss es genauso sein. Wenn ich die Konsonanten auf die Zeit bringen würde, würde es so klingen. Der Nachen dröhnt, Zypressen flüstern. Habt ihr gehört, wie jedes Mal der Vokal ein bisschen zu spät begonnen hat? Und das ist genau das Problem. So kommt das Schleppen zustande. Ich habe jetzt genau jeweils den Konsonanten auf den Schlag gesetzt und schon war alles seltsam verschleppt. Also wenn ich sozusagen es zählen würde, würde ich sagen 3, der Nachen dröhnt, Zypressen. Ja, das klingt ein bisschen komisch jetzt gerade, aber es ist wirklich total wichtig, dass ihr das macht. Wenn man das nicht macht, wird man immer hinter dem Klavier sein. Dasselbe ist es mit Dirigenten. Wenn ihr den Schlag seht, müsst ihr immer den Konsonanten antizipieren. Und schon werdet ihr keine Timing-Probleme mehr bekommen. Übrigens, liebe Begleiter und liebe Dirigenten da draußen, umgekehrt ist es auch wichtig, für euch den Akkord manchmal etwas später zu bringen. Wenn ein Konsonant gesetzt wird und besonders lang ausgesprochen wird, dass man nicht in den Konsonanten hineinspielt. Also ein weiteres Beispiel aus diesem Lied wiederum wäre hier hinten. Wann enden diese Qualen? Wann? Habt ihr gemerkt, wie ich das abgewartet habe? Das wäre wirklich toll. Und wenn ihr mit einem Pianisten probt, werdet nicht müde, ihn darauf hinzuweisen oder sie, dass sie manchmal auf die Konsonanten warten müssen. Das zweite Thema ist: Konsonanten stimmhafter Art müssen immer auf der Tonhöhe des nächstgesungenen Tones gebildet werden. Wenn man das nicht macht, bekommt man hässliche Schleifer. Und das ist nicht schön. In unserem Beispiel: Wann enden diese Qualen? Wann? Das wollen wir nicht, oder? Also immer den Konsonanten auf der nächsten Tonhöhe. Wann enden diese Qualen? Wann? Und so weiter. Ja? Viel schöner, oder? Und der zweite Vorteil ist, wenn ich den Konsonanten schon auf der Originaltonhöhe bilde, ist die Stimme von der Mischung her schon auf die richtige Tonhöhe eingestellt. Und der Konsonant hilft ihr euch auch, schon die Tonspannung, die Körperspannung für den nächsten Ton zu bilden. Wenn ihr drunter anfangt,
habt ihr eigentlich die falsche Spannung. Ja? Und ob ihr den Ton erreicht, ist pure Glückssache. Also nicht machen. Immer auf der Tonhöhe bilden. Ach ja, und wenn dir diese Art von Video gefällt und dieser Content etwas bringt, dann lass doch gerne ein Like da und gerne auch ein Abonnement, denn ich plane noch mehr Videos zu technischen Themen. Und schreib auch gerne in die Kommentare, was deine Erfahrungen mit Konsonanten und Ähnlichem sind. Das würde mich sehr interessieren. So, diese ersten beiden Themen waren sehr grundlegend, sehr basic, gehören eigentlich in jeden Anfängerunterricht hinein. Trotzdem werde ich niemals müde, sie immer wieder herauszuholen und auch meinen fortgeschrittenen Studenten immer wieder ans Herz zu legen, weil es löst wirklich sehr, sehr viele Probleme, auch registermäßig übrigens. Das dritte Thema, was ich habe, ist eine Beobachtung und glaube ich nicht ganz so basic. Und zwar nenne ich das mal Vorsicht vor aspirierten Konsonanten. Was meine ich damit? Aspirierte Konsonanten, stark aspirierte Konsonanten, wie sie im Deutschen benutzt werden, also was bei S, T, K, haben eine große Gefahr. Nämlich die Gefahr, dass wir die Luft zu stark schieben und dadurch einen Überdruck unter der Stimme herstellen. Und diese Gefahr, das merkt man manchmal erst im Ton danach oder 2 Töne später im Verlauf der Phrase, dass man plötzlich angefangen hat zu drücken. Ja, und das kann durch aspirierte Konsonanten geschehen. Beispiel wieder aus unserem berühmten Lied, das nehmen wir der Nachen dröhnt zum Beispiel. Ja? Der Nachen dröhnt, Zypressen flüstern. Man sieht sofort, die Adern kommen tierisch raus, man hat wahnsinnigen Druck auf der Stimme. Ihr müsst mal darauf achten. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr forciert oder ihr singt zu aspiriert, also mit zu viel Luft auf der Stimme, kann es daran liegen, dass ihr einen der davor liegenden aspirierten Konsonanten zu stark aspiriert habt und zu stark mit Luft unterstützt habt. Die Stimme wird einfach sehr schnell müde davon. Und ein weiterer Nachteil ist auch, dass die Intonation oft nach oben geht. Wenn man zu viel Luft schiebt, kann die Intonation nach oben gehen. Also, in Zukunft Vorsicht vor aspirierten Konsonanten. Okay, und zum Schluss noch ein Pro-Tipp sozusagen. Wenn ihr schwere Konsonantenverbindungen habt, versucht es doch einmal, die Konsonantengruppen umzugruppieren. Ich habe ja ein Beispiel rausgesucht von Schubert, der zürnende Barde. Da gibt es sehr viele Konsonanten hintereinander. Wer wagt's, wer wagt's, wer wagt's, wer will mir die Leier zerbrechen? Noch tags, noch tags, noch tags, noch glüht die Kraft, mich zu rächen. Ja, man hört sehr deutlich, sehr hektisch. Und diese vielen kleinen Konsonanten besser miteinander zu verbinden und trotzdem eine Legato-Linie zu erreichen, würde ich vorschlagen, in dem Fall nicht wer wagt's zu singen, sondern wer wagt's, also sozusagen das Kts an das W ranzuhängen. Dadurch klingt es etwas mehr Legato. Wenn ich das nicht machen würde, klingt es so. Wer wagt's, wer wagt's, wer wagt's, wer... Da gibt es immer diese kleine Lücke. Wer wagt's, wer wagt's, wer wagt's, hat mehr Legato. Als kleiner Tipp. Eine andere Anwendung von dieser Technik ist zum Beispiel vor einem hohen Ton. Manchmal gibt es ungünstige Konsonantenverbindungen, gerade im Deutschen, wo ja oft manchmal 5 Konsonanten hintereinander kommen. Und es ist manchmal gar nicht schlecht, sozusagen die ganzen Konsonanten an den Ton vorher dran zu hängen, um dann den hohen Ton zu befreien davon. Das kann sehr hilfreich sein. Ein Beispiel, das ich gerade herausgesucht habe für eine etwas ungünstige Konsonantenverbindung, ist aus dem Brahms-Requiem, das Bariton-Solo. Und das kennt ja jeder. Und da gibt es am Schluss diese schöne Stelle. Und ich davon muss. Ja, auch noch auf einem U oben. Das ist eine sehr unangenehme Stelle für viele Baritöne. Und wenn man das N und das M wirklich zusammenzieht auf eine Stelle, ist es eindeutig angenehmer zu singen. Ich mache es mal getrennt, damit man es deutlich hören. Und ich davon muss. Ja, da bleibt dann gleich der Ton im Halse stecken. Wenn man es zusammentut, und ich davon muss, merkt man gleich, der Ton ist besser verbunden und ist leichter zu halten. Das wäre jetzt der Tipp, den ich geben würde, auch an die fortgeschrittenen Sänger. Schaut euch mal die Stellen an, die euch nicht so leicht fallen und überlegt euch, ob ihr durch Zusammenziehen von Konsonantengruppen nicht die Stelle entspannen könnt.
Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem kleinen Video helfen und noch einmal die wichtigsten Grundregeln in deine Erinnerung zurückrufen oder sie dir vielleicht neu zeigen. Dieser kleine Trick am Ende mit den zusammengezogenen Konsonanten scheint vielleicht klein, ist aber relativ mächtig, wenn man ihn wirklich gut anwendet. Ich hoffe, er hilft dir und wenn er dir hilft, dann schreib doch gerne mal in die Kommentare. Wenn du jemanden kennst, dem dieses Video auch etwas bringen könnte oder der ähnliche Probleme hatte, dann teile es ihm gerne persönlich. Wenn du möchtest, dann folge mir auch auf den sozialen Medien und auf meiner Website oder schau mal auf meinem anderen Kanal vorbei, wenn du mich auch mal singen hören möchtest. Und in diesem Sinne, bleib gut bei Stimme, komm bald wieder und wir sehen uns.